Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, was war denn da gestern schon wieder los gewesen? Ja, ich mache das Video jetzt heute, um so ein bisschen das Konstrukt der Fragen so ein bisschen aufzuwühlen, weil es doch immer noch sehr viele nicht mitgekriegt haben oder gar nicht da gewesen sind und sich fragen, ey, warum ist denn auf meinem Server der Elevator geschlossen und warum funktionieren die Codes nicht, etc. pp. Ja, und was ist überhaupt gestern passiert? Also zuallererst möchte ich mich erstmal nochmal recht herzlich bedanken bei dem Stream gestern, ja, und alle Leute, die da gewesen sind, vor allen Dingen auch an die Leute, die mich sehr krass, auch donation-technisch supportet haben, deswegen Grüße gehen raus an der Stelle nochmal. Das ist wirklich alles andere als selbstverständlich gewesen gestern, ja, und deswegen vielen lieben Dank dafür nochmal. Und gestern ist ja der Elevator gelauncht und ihr seht es ja auch auf meinem Server ist der Elevator da und geöffnet für 9 Tage. Das ist allerdings nicht auf jedem Server so, das ist nur auf bestimmten Servern so. So, gestern ist es nun mal eben passiert, dass halt beim Elevator erst mal wieder zu irgendwelchen komischen Bugs kam, wo dann die Belohnungsausschüttung mal 1000 gefühlt war. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Pilze bekommen habt pro Etage, ja, dann habt ihr jetzt nicht normal 3 Pilze bekommen, sondern, keine Ahnung, 3000 Pilze pro Etage oder so, ne, gefühlt. Oder sogar noch mehr. Dazu kam es dann halt eben auch, dass sowas unter anderem wie Ressourcen, wie Kristalle, Metalle, Früchte, für die Pets und alles, was man hier rausziehen kann aus dem Elevator, immens hohe Summen hatte und es quasi zu einem Rollback kommen musste. Dann hätte man das so stehen gelassen, dann hätte das sehr, sehr unfaire Vorteile gegenüber einzelner Leute geführt, die sich halt eben in diesem Zeitfenster, das war glaube ich eine Stunde oder so gewesen, wo man das machen konnte, wo der Bug noch nicht behoben wurde, das quasi spielen konnte und dann alle anderen, die in der Stunde nicht da gewesen sind, kurz nach 16 Uhr, die haben dann halt eben Pech gehabt. So, deswegen die einzige vernünftige Lösung war, ein Rollback zu veranstalten. Und zwar nur auf den Servern, wo das neue Backend noch nicht drauf ist. Ja, jetzt wird es halt tricky. Auf einigen Servern ist der Elevator jetzt geschlossen und auf einigen nicht. Ihr wisst ja, auf meinem Server, auf meinem Main, auf S31 ist das Backend als erstes raufgespielt worden und hier ist dementsprechend alles gut gegangen. Ich habe hier keinerlei Bugs sehen können. Hier lief alles reibungslos. Und auf jedem Server, wo das neue Backend schon drauf ist, dort kam es auch nicht zu einem Rollback. So, was ist überhaupt ein Rollback? Mal so ganz kurz gefragt, für die Leute, die das nicht wissen vielleicht. Das ist quasi ein Zurückspulen, kann man es ganz simpel bezeichnen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist meistens immer um 4 Uhr morgens, weil dort Serverwartungen gemacht werden und wahrscheinlich der letzte Zwischenspeicherpunkt für den Server gemacht wird. Da wird bis dahin quasi der ganze Progress zurückgespult. Das heißt, wenn ihr gestern zum Beispiel eure Alu schon vor 4 Uhr gemacht habt und habt gedacht, jo, jetzt brauche ich den Tag nichts mehr machen, dann habt ihr halt eben den Tag Pech gehabt. So, falls ihr dann nichts mehr gemacht habt nach dem Rollback, was irgendwann abends wann kam das so um 18, 19, 20 Uhr, irgendwie so in dem Zeitraum und hier auch Belohnung übrigens am Start. Und da wurde halt alles zurückgesetzt, was in der Zeit passiert ist. So, ne? Alu-Geklicke, Glücksrad, Transaktionen, die wurden irgendwie zurückerstattet. Lucky Coins, alles Mögliche, was man so in der Zeit, ne? Level-Up, ausgegebene Pilze, Festungen, was man gebaut hat, geskippt hat, alles auf den Stand von 4 Uhr morgens zurückgesetzt worden. Ne? Und wenn man an den Tag abends nicht mehr seine Alu gespielt hat, hat man den Tag quasi komplett verpasst. So, ich zeige euch gleich nochmal genauere Details. Erstmal möchte ich euch ein paar lustige Bilderchen nochmal zeigen hier, wo man sieht, was das halt für Ausmaße hatte mit dem Elevator. Da kam es halt dazu, dass Leute hier immens hohe Pilzsummen, mehr Pilze haben als Gold auf dem Konto hier mit fast 75 Millionen Pilze und sowas. Und auch die Früchte, das war wirklich absurd hoch gewesen. Und jetzt nochmal zur Frage vielleicht,
Wie könnt ihr rausfinden, ob euer Server schon auf dem neuen Backend ist oder nicht? Dazu werde ich euch jetzt gleich nochmal eine Liste zeigen. Ansonsten seht ihr ja über mir quasi, links an der Seite des Bildschirmes, seht ihr ja die zwei Codes, die mir zur Verfügung stehen. Das ist ja einmal der Elevator-Code und einmal der Code für den neuen Serverstart von W56, den man ja hier oben als Coupon einlösen kann. Und hier gilt das Gleiche. Auf den Servern mit dem alten Backend werden die Codes erstmal alle deaktiviert. Also man kann keine Codes einlösen, die sind nicht einlösbar. So, genauso, ich glaube auf W56 funktionierte alles soweit reibungslos, wenn ich mich nicht täusche, aber auf den Servern ist der Code erstmal deaktiviert. So. Auf den, wo das neue Backend drauf ist, da funktioniert alles wie gehabt und da könnt ihr auch weiterhin den Code eingeben. Ja? So, jetzt gucken wir mal kurz einen Blick ins Forum. Hier wurde dann auch nochmal ein bisschen was zugeschrieben, und zwar hier die Punkte. Die einzig richtige Lösung, die halt hier auch getroffen und kommuniziert worden ist, ist halt eben ein Rollback gewesen. Ansonsten wäre wirklich die Hölle los gewesen, ja, auf den Stand von 4 Uhr. Ihr seht es hier nochmal. Und ja, alles Weitere braucht man jetzt hier, denke ich mal, nicht großartig erwähnen, außer dass es halt denen unendlich leid tut für diese unumgängliche Lösung, die sie halt eben aber anwenden mussten. So, hier haben wir nochmal eine Auflistung der Server, wo schon das neue Backend drauf ist. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt DE schauen, da haben wir hier mein Server S31. Auf den ganzen Servern ist das Backend schon drauf und die sind dementsprechend auch gestern nicht von einem Rollback betroffen worden, beziehungsweise auf diesen Servern ist überall der Elevator und funktioniert alles einwandfrei. Wenn euer Server da nicht mit dabei sein sollte, dann spielt ihr höchstwahrscheinlich noch auf dem alten Backend und dann ist euer Server erstmal von dem Elevator ausgeschlossen, jetzt das Wochenende erstmal über. Also das Wochenende ist der Elevator erstmal dicht. Die Codes funktionieren auch nicht das Wochenende auf dem alten Backend-Servern. So wie ich das aber verstanden habe, wird das Ganze dann nochmal am Montag kommuniziert und nochmal dann nachgeholt. Ne? Weil wäre jetzt unfair, wenn die neuen Backend-Server halt eben das Wochenende profitieren können und alle anderen da eben drunter leiden müssen. Es gab 50 Pilze als kleine Kompensation. Ne? Da kann man natürlich Diskussionen frei halten, sehr gerne. Da halte ich mich raus aus der Nummer. Ansonsten, steht hier halt eben nochmal, der Elevator wird auf dem alten Backend nach dem Rollback deaktiviert sein und wird nachgeholt. Ein Termin folgt noch, also der Elevator wird nachgeholt und auch genauso die Codes, das hatte ich schon irgendwo gelesen. Die Marketing-Codes für den Pilzdealer werden auf diesen Welten auch vorerst deaktiviert, ja. Also danach, wenn alles wieder normal laufen sollte, dann kann man eventuell die Codes auch nochmal eingeben, ne? So, hier des Weiteren wurde jetzt nichts weiter, glaube ich. Rollback ist erledigt, ja. Und genau, die Pilze wurden soweit erstmal gut geschrieben. Genau. Die Pilzkäufe des heutigen Tages wurden wiederhergestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt, nicht mehr heute, werden dann noch die Pilze unter anderem, die über Offerwall Fiber verdient wurden, und die Lucky Coins auch gut geschrieben. Also falls da jemand einen Lucky Coins Farm Day irgendwie gemacht hat, das wird dann eventuell auch zurückerstattet. Ne? Ansonsten übers Wochenende ist halt eben kaum jemand da, deswegen wird er jetzt auch erstmal in den Boden gestampft, der Elevator über das Wochenende, wird halt aber auch dementsprechend dann wahrscheinlich wieder nachgeholt. Also es kam zu sehr krassen Fehlern. Wie gesagt, ich kann jetzt glücklicherweise behaupten, dass ich auf meinem Server jetzt hier ganz normal den Elevator spielen kann, so wie vorhergesehen. Ne? Das ist ganz cool. Auf den anderen Servern funktioniert das nicht. Auf meinem W27 Battlemage ist der Server geschlossen oder der Elevator geschlossen und auf W50 auch, weil es da halt eben unglaublich krasse Fehler gab. So, ansonsten kurz mal zu meinem Elevator-Fortschritt, den ich hier habe auf dem Server. Ich habe gestern nicht weit gespielt. Man sieht ja jetzt auch seine persönliche Bestleistung, wie weit man gekommen ist. Und das sieht man ja hier an der Nummer. Ich hätte auch noch ein bisschen weiter spielen können. Das Problem allerdings dabei ist, was ich zuerst nicht bedacht hatte, man hat ja hier diese Belohnungen, die man sich einfahren kann. Und
ja, wenn man halt eben sich so hoch gekämpft hat den Tag davor, dass man am nächsten Tag wirklich Schwierigkeiten hat, die nächsten 20 Gegner normal zu klatschen, dann kann man sich dementsprechend auch wahrscheinlich nicht die 8 Belohnungen holen, die ja hier ausgeschrieben sind, die man bis zu 8 Belohnungen pro Tag ergattern kann. Ne, wird das eventuell schwer werden, die Punkte alle zusammenzusammeln, wenn ihr halt euch den Tag schon so hochgefightet habt. So, deswegen, ja, ich habe gestern schon gut reingeschwitzt. Ne? Ich hätte auch vielleicht noch weiterkommen können mit den richtigen Buffs aus dem Laden von Belzebub hier, ne? Und, aber ich habe es dann wirklich sein lassen, weil ich halt mir diese Belohnungen nicht entgehen lassen wollte. Und jetzt gucken wir mal heute einfach rein, wie weit wir tatsächlich dann kommen von den 8 Belohnungen, wie viel wir uns da einheimsen können. Und ja, weil umso höher man natürlich auch im Stockwerk ist, umso mehr Höllenmarken bekommt man natürlich auch. Das heißt, umso leichter geht halt eben auch die Belohnungen hier zu befüllen. Aber man kommt halt eben nicht in der Masse an Stockwerken so schnell und so weit voran, als wenn man halt auf einer etwas niedrigeren Ebene platziert ist. Deswegen vielleicht nicht ganz Vollgas geben, sondern nur so halb. Ja, deswegen schauen wir mal, wie weit wir hier heute kommen im Elevator. Eventuell gehen wir nochmal in den Belzebub-Shop und holen uns da einen Buff, wenn es hier nicht mehr großartig weitergeht. Ja, die Performance nach wie vor auf dem Server eher semi, so sag ich mal. Ihr seht das, also man kann nicht ganz so flüssig durchklicken, ne? Wie auf jetzt zum Beispiel W50 oder so. Es kommt hier immer noch so ein bisschen zum Stocken hier und da. Ne? Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wo war ich gestern, 429. Ich glaube nachher so ab 415 oder beziehungsweise 420, so in dem Fenster, Stockwerk mäßig, habe ich angefangen, mir Buffs zu holen beim Belzebub, weil dann ging es nachher nicht mehr. So, wir haben hier einen Stärkegegner, okay, der ging noch klar. Ich sehe jetzt bloß gerade nicht hier, wie viele Belohnungen ich heute jetzt schon gemacht habe. Also ich sehe jetzt die aktuelle Belohnung, aber die wievielte Belohnung von 8 ist das jetzt? Das ist mir jetzt noch nicht ganz ersichtlich, das sehe ich jetzt gerade nirgends. Vielleicht wird mir das im Fenster angezeigt, wenn ich die Belohnung auch abholen kann, beziehungsweise sie erreicht habe. Steht hier irgendwas, welche Nummer das ist? Nee. Nicht wirklich. Ja, also das ist jetzt mir jetzt nicht ganz ersichtlich, bei der wievielten ich gerade bin tatsächlich. Aber ja, wenn man halt sich nicht alle Belohnungen ergattert hat, dann sieht man halt eben, es fehlt einem was, ne? Und das wäre halt schade, wenn es dann wirklich so wäre, weil ich glaube, die Belohnungen gehen auch höher, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also man bekommt schon gut hier Ressourcen, 14 Millionen Gold. Okay, ja, die gehen hier halt auch höher, das ist halt auch sehr, sehr nice auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass halt eben dieser Bug gestern zustande kam, hat man sich halt wirklich kaum auf den Elevator konzentrieren können, was hier alles neu designt worden ist, welche neuen Gegner hier sind. Man konnte sich nicht richtig gut auf das Team konzentrieren, weil halt eben dieser Bug so sehr und so doll im Vordergrund stand in Bezug auf den Elevator und was eben neu ist, beziehungsweise den Shop und die Belohnungen, die man hier jetzt hat, was halt eben eine ganz coole Sache ist an sich. Das ist halt so ein bisschen untergegangen gestern, ne? Ja, genau. So, wir haben jetzt hier den ersten, also so einen starken Intelligenzgegner. Jetzt werden wir mal schauen, dass wir hier vielleicht an dem vorbeikommen. Dazu werden wir mal ein paar Höllenmarken ausgeben. Die ersten 3 bezahlt ihr hier mit Höllenmarken, danach müsst ihr mit Pilze bezahlen. Ne? Wir können hier zum Beispiel den Schaden überschreiben, beziehungsweise die Rune überschreiben. Wir haben hier Blitzschaden jetzt drin. Das ist natürlich gegen den Dude, der hier Blitzschaden hat. Der widersteht natürlich auch Blitzschaden. Das heißt, wäre schlau vielleicht Blitzschaden auf Eisschaden oder auf Feuerschaden umzumünzen. Machen wir jetzt einfach mal. Boah. Alter, das habe ich noch gar nicht gesehen. Stoßenspinat, kritischer Schaden. Achso, das ist, glaube ich, das Beste. Digga, das kostet aber auch 12 Pilze, ne? Aber das ist der beste Boni, den du haben kannst. Es gibt einmal einen Bonus, der dein Hauptattribut um 15% erhöht. Ne? Das ist auch sehr, 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 sehr strong auf jeden Fall. Und es gibt einmal hier diesen kritischen Schadenbonus. Der ist quasi so wie der Gladiator. Wenn du krittest, dann macht er halt mehr Schaden so. Und das ist mit das Beste, aber ist halt auch teuer. Aber hält auch 4 Stockwerke, ne? Das muss man auch dazu sagen. Wir gucken aber erstmal, ob hier
Ähm, ja, der Blitzschaden hat schon was ausgemacht. Ne? Diese Dinger, also die Chilischote, die hielt jetzt hier 2 Etagen. So, jetzt haben wir hier Feuerschaden. Das ist natürlich jetzt semi-optimal gegen, ja, die Hexe, die hier auch Feuerschaden hat, ist aber Geschickgegner, sollten wir noch aus dem Leben knüppeln können vielleicht. Wenn nicht, dann holen wir uns jetzt gleich diesen kritischen Buff, weil der ist nämlich mit am besten so, ne? Und der kostet halt eben 12 Pilze, weil der hält halt eben auch ja, 4 Etagen. Das andere ist ein bisschen billiger, das hält nur 2 Etagen. Und wenn man was Neues haben will, dann kann man den Shop nicht rerollen oder so. Man muss sich das wirklich rauskaufen, immer aus dem Shop, jeweils, um ein neues Item zu erlangen, so. Ne? Und dadurch, wenn ihr was Neues kauft, überschreibt ihr halt eben das Item, was bei euch hier schon drin ist. So, jetzt werde ich aber, glaube ich, den Dosenspinat mir mal ziehen. Ihr seht, ihr werdet auch nochmal darauf hingewiesen. Und jetzt haben wir hier auch das nächste Item. Ne? Das ist jetzt Widerstand erhöhen, so das bringt mir auch halt wirklich 0. Aber dieser Buff, der sollte mich jetzt nochmal voranbringen. Und ja, ich habe ja hier eh unten die Belohnungen noch offen. Deswegen hoffen wir mal, dass wir die noch einigermaßen voll kriegen. Jetzt sind wir hier schon beim Tresor. Ne? Das ist hier die nächste Belohnung. Mal schauen, ob wir auch so weit kommen. Wir sind gestern auf 429 gekommen. Hoffentlich komme ich noch so weit, dass wir hier zumindest noch die Belohnungen mit einheimsen können. Ansonsten ist es halt ziemlich schwierig. Würde mich halt gerne noch ein bisschen droppen lassen. Habe mich jetzt aber in eine schwierige Bredouille gebracht, weil ich halt eben auch nicht auf diese Boni verzichten möchte. So, ne? Ich hätte gestern einfach ein bisschen weniger ja, mich hochpushen sollen. Das ist halt das Hauptproblem gewesen. So, jetzt haben wir wieder einen Intelligenzgegner hier. Jetzt kaufen wir mal was raus, um mal zu gucken. Ja, Widerstände brauchen wir nicht. Kaufen wir das nächste raus. Schadensreduktion, gut. Kann man machen, ist aber nicht so ein geiler Boni. Blitzschaden, auch nicht so nice. Wir kaufen mal das. Vielleicht haben wir damit eine Chance, aber ich bezweifle es, weil das ist wieder ein Intelligenzgegner und das ist natürlich schwierig für mich. Also ich habe mich da echt in eine doofe Situation jetzt gebracht, weil ich halt meine täglichen 8 Belohnungen hier wahrscheinlich ziemlich schwierig haben werde, die zu erlangen und ja, da ziemlich Pilze investieren muss, um halt das zu bekommen, hier diesen Tresor und meine täglichen 8 Belohnungen so. Das ist halt echt eine verdammt doofe Situation, muss ich mal so sagen. Der Buff, der bringt mir leider nicht viel. Ja, und da muss ich halt eben so weit rauskaufen. Proteinshake, 10% mehr Schaden durch die Waffe, das kann man mal versuchen. Ansonsten, wie gesagt, die besten Boni sind halt eben das, was wir eben gerade gesehen haben, diesen Gladiator-Verschnitt, diesen Dosenspinat und halt das Hauptattribut steigern um 15% oder was das war. Das ist halt auch wirklich insane, vor allen Dingen halt für Leute, die im Late-Game-Bereich sind. Dass ja, diese 15%, umso mehr Stats ihr halt eben, knapp gewesen, umso mehr Stats ihr halt eben habt, umso mehr wirken sich halt auch eben diese 15% aus, natürlicherweise. Ne? Ja. Aber hier diese 10% mehr durch die Waffe ist auch schon nice, aber ihr seht halt, ich habe halt wirklich eine sehr schwierige Zeit hier, meine Belohnungen noch abzuholen. Das ist halt wirklich sehr schade. Und ich müsste mich eigentlich droppen lassen jetzt schon, damit ich den nächsten Tag es ein bisschen leichter habe. Aber dann verpasse ich halt eben auch Belohnungen so. Das ist halt eben eine wirklich verdammt doofe Situation, in die ich mich hier gebracht habe. Da habe ich nicht dran gedacht. Und ich hoffe, durch meinen Fehler könnt ihr da das vielleicht ein bisschen besser machen. Und da ein bisschen draus lernen. So, ja, es sieht wirklich sehr schlecht aus. Ich kaufe mir vielleicht nochmal einen anderen Buff. Hier haben wir nochmal den Schadensbonus, den kritischen. Also, ja, versuchen wir es nochmal hiermit, ne? Und versuchen den Save nochmal vielleicht mitzunehmen. Aber danach, die Belohnung wird halt echt schwierig werden jetzt schon, ne? Das wird halt, ja, weiß ich nicht. Ich sehe halt leider auch nicht bei der wievielten Belohnung ich gerade hänge. Aber ich werde so oder so, ich werde irgendwas auf jeden Fall verpassen, weil ich hier halt dann nachher auch nicht mehr weiterkomme, ne? Ja, und das ist halt wirklich sehr schade. Komm, aber die singenden Sirenen, die möchte ich jetzt schon noch ganz gerne mitnehmen wollen. Das wäre noch ganz cool, wenn wir das hinkriegen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Also das ist schon mit der beste Buff, den wir hier mit haben können, bis auf das Hauptattribut. Hauptattribut finde ich in dem Fall sogar noch besser, weil hier viele Intelligenzgegner endlich drin sind.
Und, okay, endlich, nice, Geschickgegner, der ist wieder easy. Wenn du das eigene Attribut halt mehr hast, ist es halt auch eben gleichermaßen eine Verteidigung gegen einen anderen Gegner, der halt eben dasselbe Hauptattribut teilt. Deswegen, das ist natürlich umso nicer. Nicer, dicer. Ja, gut, da haben wir den auch noch voll. Da haben wir den Tresor noch abgeholt. Sehr schön. Ach ja, die nächste Belohnung. Aber jetzt wird es halt wirklich, ja, jetzt bekomme ich es wahrscheinlich nicht mehr hin, diese hier zu grabben irgendwie, weil das wird jetzt halt wirklich schon sehr, 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 sehr schwierig werden. Oh, hier haben wir nochmal das Hauptattribut. 15%, ja. Für 3 Etagen, ich gebe es nochmal aus, komm. Ja, mal schauen, was haben wir hier. Oh, nochmal ein Geschickgegner, okay. Den hätte ich vielleicht sogar so noch besiegen können. Da hätten wir gar nicht das Hauptattribut-Ding nehmen müssen, weil wirklich die schwierigsten Gegner sind die Intelligenzgegner, so wie hier jetzt zum Beispiel. Da werde ich jetzt wieder ein bisschen mehr dran stacken, denke ich mal. Und gestern war ich auch auf 429, also wenn ich den besiege, dann bin ich auch schon wieder höher als gestern, was natürlich wieder scheiße ist. Ja, weil ich halt wieder denselben Struggle den nächsten Tag habe, ne? Wirklich in eine sehr schwitzige Situation habe ich mich da gebracht, ne? Okay, den haben wir aber auch noch down. Und wieder ein Intelligenzgegner. Ja, da komme ich jetzt wieder nicht dran vorbei. Naja, Leute, das ist meine Situation auf dem Server, ne? Ich werde trotzdem versuchen, jeden Tag irgendwie das Beste rauszuholen und meine Belohnungen da zu ergattern, aber es ist wirklich echt dumm gelaufen, sag ich mal so, wenn ich wirklich alles mitnehmen will. Ich müsste mich rein theoretisch einen Tag komplett droppen lassen, damit ich wieder im Rhythmus bin. Ansonsten gebe ich jeden Tag so viele Pilze aus für die Belohnungen. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn und Zweck irgendwie dahinter. Ne? Okay, Leute, Video ging lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.